Eine der wichtigsten Persönlichkeiten der frühen Ufologie ist Dr. J. Allen Hynek. Er war einer der ersten Akademiker, die eine wissenschaftliche Betrachtung des UFO-Phänomens forderten und an dieser er selbst Zeit seines Lebens arbeitete. Als Wissenschaftler war er zudem Teil mehrerer UFO-Studien der US Air Force. Er begann als Skeptiker und Entlarver, kam aber zu der Überzeugung, dass das UFO-Phänomen real ist und dringend tiefergehend untersucht werden sollte. Seine Erkenntnisse und sein Werdegang sind für das Thema unerlässlich. Dieses Video soll einen kurzen Einblick in das Leben und die Arbeit von Dr. J. Allen Hynek geben. Geboren wurde Hynek am 1. Mai 1910 in Chicago. Hier studierte er auch Ende der 1920er Jahre Astrophysik. In den wilden Zeiten des Zweiten Weltkriegs arbeitete Hynek an der Johns Hopkins Universität von Baltimore und befasste sich mit der Entwicklung von Annäherungszündern für militärische Flugkörper. 1948 wurde Hynek von der US Air Force als wissenschaftlicher Berater für Project Sign herangezogen, der ersten staatlichen Untersuchung des UFO-Phänomens in den USA. Diese Projekte wurden über die Jahre des Öfteren umgewandelt. So kam es 1950 zu der Umwandlung des Projekts in Project Grudge und letztendlich in Project Blue Book im Jahr 1952. As an astronomer that I first became associated with the UFO problem. In 1948, the Air Force asked me, as an astronomer, to assist them in seeing how many of the reports on flying saucers that were coming in at that time could be explained astronomically. And one thing led to another, and I became scientific consultant to the Air Force and remained so for some 20 years. I started almost as a complete skeptic because I thought the whole thing was a question of post-war nerves, but it was the persistence of the phenomenon, it refused to dry up and blow away, that finally led me to the belief that we had a real phenomenon to deal with. Zu dieser Zeit gehörte Hynek auch dem von der CIA initiierten Robertson Panel an. Diese Kommission von Wissenschaftlern sollte über das UFO-Thema hinsichtlich seiner Bedeutung für die nationale Sicherheit und die Bevölkerung der USA beraten. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass UFOs keine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen und empfahl eine PR-Kampagne zur Senkung des Interesses der Bevölkerung. Hynek kritisierte dieses Vorgehen und warf der Kommission vor, das Thema absichtlich und ohne jegliche Rücksichtnahme auf die Daten verdrängen zu wollen. I was called into the meeting on Thursday. The panel members were seated around this table. It was a rather somber and impressive occasion, actually. I was a junior member, and I remember feeling considerably nervous and apprehensive about being in front of this powerhouse of scientists. But then for the past 4 years, I had been scientific advisor to the U.S. Air Force on this very problem. There were two films that were of particular interest to the panel at that time. One was a film taken by a Navy officer while on vacation in Utah, near Tremonton, Utah, and the other was a film taken in Great Falls, Montana, by the owner of the local baseball team. The Utah film had already been subjected to some 1,000 or so man-hours of analysis by the Navy's Photographic Interpretation Laboratory. So the panel got up from their chairs and crouched around the wall to examine the films, and they asked to have the films run several times, as a matter of fact. Now, the Navy had, on the basis of their detailed analysis of the Utah films, they had concluded that the objects shown on the films could not be birds, balloons, aircraft, and so forth, but indeed that they were self-luminous, unidentified objects. Despite this conclusion, the panel rejected it and concluded that the objects were birds. They couldn't be unidentified, therefore they had to be birds. I came away from the meeting and from the room with the distinct feeling, however, that the panel had deliberately moved to debunk the whole subject and not to give it the serious scientific attention which it deserved. Er kritisierte zudem die Vorgehensweise innerhalb von Project Blue Book und wie dort mit interessanten Fällen umgegangen wurde. Now, in my association with Project Blue Book,
I know very well that it was not a scientific project. Also, I also know that they never would notify the media when an interesting case came up. They did everything they could to keep it down. So they definitely withheld information. I will not go so far as to say that it was a Machiavellian, sinister cover-up or conspiracy. Conspiracy. Yeah. I don't like those terms, but withholding of documents, yes. And that. Nach seiner Arbeit für die Regierung forderte Hynek weiter einen seriösen Blick auf das UFO-Phänomen. Dafür gründete er 1973 das Center for UFO Studies. Die Organisation befürwortet eine wissenschaftliche Analyse von UFO-Fällen. Ihr umfangreiches Archiv enthält wertvolle Akten von zivilen Forschungsgruppen wie NICAP, einer der professionellsten und glaubwürdigsten UFO-Forschungsgruppen der 1950er und 1960er Jahre. 1978 hielt er zudem eine Rede zum Thema vor der UNO-Vollversammlung. Begleitet wurde er von den zu dieser Zeit führenden Experten auf dem Gebiet, darunter auch Jacques Vallée. Ein Jahr zuvor war Hynek Berater für den Film Unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg, der 1977 in die Kinos kam und ein riesiger Erfolg wurde. Der Titel des Films basiert auf der von Hynek kreierten Klassifizierung von UFO-Sichtungen. Er selbst hatte in dem Film sogar eine kleine Statistenrolle. Hynek veröffentlichte mehrere Bücher zum Thema UFOs. 2 davon sind auch in Deutschland publiziert worden. Zum einen UFO-Report, ein Forschungsbericht, und UFO, Begegnung der ersten, zweiten und dritten Art, beide im Jahre 1978 im Goldmann Verlag. In UFO-Report hatte die bereits kurz zuvor genannte Klassifizierung für UFO-Sichtungen festgelegt. Diese möchte ich nun im folgenden Teil kurz erläutern. Nocturnal Light, nächtliche Lichterscheinung. Hier werden bei Nacht merkwürdige Lichter am Himmel gesichtet. Zu dieser Art gehörten und gehören noch immer die meisten UFO-Sichtungen, die sich darüber hinaus auch häufig als Irrtümer erweisen, da es zu Verwechslungen mit hellen Sternen und Planeten, Flugzeugen und meteorologischen Phänomenen kommt. Daylight Disk, Scheibe bei Tageslicht. Der Beobachter sichtet hierbei am Tag ein fest erscheinendes, scheibenförmiges Objekt, ähnlich der klassischen fliegenden Untertasse. Radar Visual, Sichtung visuell und über Radar. Das beobachtete Objekt wird zudem auch von einem Radargerät bestätigt. Close Encounter of the First Kind, Nahbegegnung der ersten Art. Das Objekt wird aus naher Entfernung, also aus weniger als 150 Meter Entfernung, gesichtet. Close Encounter of the Second Kind, Nahbegegnung der zweiten Art. Das Objekt tritt hier in physische Wechselwirkung mit der Umgebung und hinterlässt messbare Spuren, wie Landeabdrücke, Störungen an Elektrogeräten und Fahrzeugen, fluchtartiges Verhalten von Tieren und weiteres. Close Encounter of the Third Kind, Nahbegegnung der dritten Art. Der Beobachter sichtet außer dem Objekt auch dessen Insassen. Diese Fälle waren in Hyneks Arbeit sehr selten, aber oftmals umso unerklärlicher. Der Vollständigkeit halber nenne ich nun noch eine über die Jahre erweiterte Version von Hyneks Klassifizierung. Da wäre zum einen der Close Encounter of the Fourth Kind, die Nahbegegnung der vierten Art. Hier geht es um die Entführung des Beobachters durch das Objekt oder dessen Insassen. Und zum anderen der Close Encounter of the Fifth Kind, die Nahbegegnung der fünften Art. Es kommt hier zu einer bewusst hervorgerufenen Kommunikation zwischen dem Beobachter und dem Objekt bzw. dessen Insassen. Unter diesem Punkt fallen auch Meditationstechniken oder andere Arten der potenziellen Kontaktaufnahme.
Dr. J. Allen Hynek starb am 27. April 1986 im Alter von 75 Jahren. Sein Leben und seine Arbeit sind auch für die heutige Auseinandersetzung mit dem UFO-Phänomen noch von großem Wert. Er hat dem Thema ohne Rücksicht auf seine eigene Reputation die nötige Seriosität gegeben, die es verdient. Ich denke, dies hat Vorbildcharakter. Bei den vielen Informationen, die wir zurzeit erhalten, ist es wichtig, sich von Zeit zu Zeit an die Historie unseres Faches zu erinnern. Hynek hat früh erkannt, dass es sich lohnt, nach Wahrheit zu suchen und für diese einzutreten. Freundlich, klug, wachsam und mit Geduld.